Father's Day und herzlich willkommen zu West Coast Schnitzel. Heute sind wir am Rodeo Drive, aber nicht wegen den Luxusboutiquen. Und was ich genau meine, schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß! So, jetzt pass auf. 7, 6, 5, 3, 3. Soundcheck 1, 2, 1, 2. Ja, hier wird es ziemlich laut. Also Eurobugs werden hier doch sehr angebracht. Und ja, so lassen es sich die Leute nicht nehmen, ihre Autos laut aufheulen zu lassen. Ja, sind gerade live dabei. Okay. Und wir sehen gerade einen Live-Protest. Welcome to America. Hier gibt es alles. Entlang des Rodeo Drives haben sich einige seltene Exemplare versammelt und die möchte ich euch gern in diesem Video zeigen. Nicht nur die Autos hier sind sehr luxuriös, sondern auch die Dixie-Klos, wie man hier sehen kann. Und ja, hat man schon investiert. Ole. Du bist doch der reinste Dreckschwein, der es überhaupt hier gibt. Die Formel 1 lässt es sich auch nicht nehmen, gleich hier Werbung für einen Grand Prix in Las Vegas zu machen und haben hier auch zwei ihrer Boliden ausgestellt.
Rolls-Royce Beverly Hills, McLaren Beverly Hills oder Bentley Beverly Hills sind da ja alle vertreten. Alle wollen ihr bestes Stück zeigen. Ja. Am Rodeo Drive sind die ganz seltenen Autos ausgestellt und hier auf einer Nebenstraße hat Porsche sich nicht nehmen lassen, deren Autos auszustellen. Is that the pocket 2? Ja, Pocket 3? Hey pal, keep it in your pocket. Also ein sehr guter Tipp für euch ist es, im Juni nach Los Angeles zu kommen, wenn der amerikanische Vatertag stattfindet, weil so kann man sich hier am Rodeo Drive richtig coole Autos ansehen. Ich hoffe, ich habe euch einen coolen Eindruck vermitteln können, wie es hier so bei dieser Autoveranstaltung zur Sache ging. Und ja, wir würden uns natürlich wieder über ein Like freuen, vielleicht ein Abo und wenn es wieder heißt West Coast Schnitzel. Danke fürs Dabeisein, bis bald. Und das nicht nur wegen den Boutiques, aber nicht nur wegen den Boutiques.
Na. Auch Luxuskarren, na. Dann fehlt noch die typische Gangster-Pose. Jo. Also,